Blut und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von It's a Mod World. Wie ihr sehen könnt, fahre ich ein Kart auf einer Kartbahn und das liegt daran, dass ich heute ein wenig schummle. Ich gestehe, dass ich keine Mod teste, eher ein DLC oder sowas ähnliches wie ein DLC, das die Leute von Studio 397 veröffentlicht, aber nicht selbst erstellt haben. Also ist es ja sowas wie eine bezahlte Mod, die von Studio 397 gebilligt und vertrieben wird? Nennen wir es mal so. Ich habe einen Meatcart für diesen Spaziergang auf den schönen Ort in Wales, dessen Namen ich nicht einmal versuchen werde auszusprechen, ausgesucht. Ich weiß, dass Walisisch seine eigene und besondere Aussprache hat. Ich muss gestehen, dass, während ich die Strecke mag, ich ein Problem mit der Karting-Mod habe in Bezug auf das Kart. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon jemals ein Kart gefahren ist. Ich nehme an, das habt ihr, weil es die einfachste Art ist, Rennen zu fahren, die wir Benzinblüter haben. Und die billigste. Ein Kart zu fahren ist eine unglaublich holprige Fahrt. Es ist die reinste Art des Rennens, die es gibt. Ich sehe jedoch nicht und fühle es auch nicht beim Force Feedback, dass ich ein Kart fahre. Es gibt Force Feedback, aber irgendwie gibt es mir keine Informationen, was das Kart gerade macht. Ich merkte keinen Unterschied im Force Feedback, als ich auf dem Rasen war, gegenüber der Strecke. Kein Unterschied im Force Feedback, nichts am Lenkrad. Es gibt mir nicht das Gefühl, ein Kart zu fahren. Und es ist auch schwierig für mich, es richtig zu fahren, weil ich nie weiß, wann ich die Grenzen der Physik erreiche. Ich spüre es nicht und ich kriege keine anderen Informationen wie Reifen quietschen oder sowas in der Art. Ich weiß nie, wann ich an der Grenze bin und an der Grenze der Möglichkeiten dieses Karts. Die Strecke gefällt mir, keine leichte Strecke. Das Kart nicht so sehr. Da es zwei Karts gibt, das hier ist das Meat Kart und dann haben wir noch einen, teste ich jetzt das andere Kart. Ich werde kontrollieren, ob es einfacher ist, es am Limit zu fahren, weil es mehr Informationen bietet. Der Force Feedback bleibt gleich. Zumindest sieht es im Bild mehr wie eine holprige Fahrt aus und ich höre quietschende Reifen, was ein Pluspunkt ist im Vergleich zum Meat Kart. Klar ist auch, ich fahre mit dem Kart hier schneller. Ich mag diese Strecke. Viele schnelle Kurven, steile Kurven. Es wird eine Weile dauern, bis ich die Strecke richtig gelernt habe. Mit diesem zweiten Kart The lap was a 55.79. macht die Strecke mehr Spaß als auf dem Meat Kart. Green flag, go, go, go! Das Rennen macht eine Menge Spaß. Dieses Kart ist stabiler als das andere und reagiert besser auf mein Bremsen. Es dreht sich nicht beim kleinsten Zucken. Gelb? Oh, gelb. Was zum... Okay, Leute. Was macht ihr da? Kein Wunder, dass wir gelb haben. Und wieder gelb. Nicht gelb, jetzt wieder gelb. Könnt ihr euch entscheiden? Und es spielt keine Rolle, da eh alle fahren, als hätten wir keine Gelbphase.
Okay, diese Strecke entspricht mehr dem üblichen Stil der Kartstrecken. Ich glaube, ich habe Aiden Millward schon hier rennen sehen. Ja, das ist die Strecke. Ich habe dieselben Probleme hier mit dem Force Feedback. Und wenn es nicht so wäre, dass bei anderen Rennen mit R-Factor 2 der Force Feedback gut ist, würde ich ja von einem Fehler von mir ausgehen. Aber dem ist nicht so. Was die Strecke angeht, mag ich die erste, die walisische, viel besser. Ich nenne die mal GYG. Diese hier ist ganz normal. Sie ist nicht schlecht, aber GYG hat mehr Spaß gemacht. Das Kart quietscht mich an, also weiß ich, wann ich an die Grenzen der Physik komme. Wegen des The fehlenden lap was Force a Feedbacks 51.01. fühlt sich dieser DLC eher an wie eine Simcade, denn wie eine Simulation. Was schade ist, denn wir wissen alle, wie gut R-Factor 2 als Simulation ist. That was a 54.73. That was a 49.95. Das ist gut. 49, das würde ich gerne. Also Aiden, lass es mich wissen, wie war der Force Feedback, als du diese, ja, nennen wir es DLC, gefahren bist? The lap was a 48.52. Ja, das ist gut. Für den Fall, dass ihr nach dem zweiten Gang sucht, sucht nicht weiter. Es gibt keinen. Es gibt spezielle Karts mit Gangschaltung, aber normalerweise hat ein Kart kein Getriebe. Nur der Motor und... The lap was a 46.16. Ja. Ach übrigens, passt auf die Füße auf. Seht ihr? Ihr könnt eure Füße sehen und sie bewegen sich, je nachdem, was ihr tut. Wo sind die Boxen? Hallo? Piet, 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 piet. Piet, 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 piet. Oh. Pfui hat also eine andere Streckenphilosophie als die anderen. Sie ist eine schnelle Strecke. Zumindest hat sie viele Geraden, die man sehr schnell fahren kann. Aber dann muss man natürlich auch noch den richtigen Bremspunkt für die Kurve finden. Aber es ist wie ein Speedway für Karts. Zum Abschluss dieses The Videos lap was a wie immer meine Meinung. 116.05. Ich mag es nicht, dass ich über Force Feedback kein Gefühl bekomme, wo die Grenzen der Karts sind. Sowas muss ich wissen, um richtig zu fahren. Zumindest gibt mir das zweite Kart, also nicht das Meat Kart, über Geräusche Informationen, sodass ich über das Quietschen der Reifen hören kann, wie gut oder schlecht der Grip ist. Die Strecken sind nett, sie sind lustig. Mein Favorit ist GYG. Sie ist hart, sie hat viele Kurven. Ich würde sagen, diese Mod ist mehr etwas, um mit Freunden zusammenzusitzen, ein paar Bierchen trinken, umherfahren, albern sein. Zu mehr als das nicht, da fehlt was. Auf der anderen Seite ist diese Mod zurzeit und bis zum 5. Juli 2018 im Sonderangebot seitens Studio 397. Ihr bekommt diese Mod, die GT3-Mod und die Formel E-Mod alle zusammen für, ich glaube, es sind etwas wie 22 € und Dollar. Also 3 dieser Mods für 22? Warum nicht? The lap was a Für Kartsim alleine würde ich nicht so viel 108.20. bezahlen. Aber das bin ich. Ich mag Karts und Autos, die mit mir reden. Für dich ist es vielleicht anders. Wie auch immer, wir sind am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank, dass ihr unser Publikum wart. Wenn du dieses Video mochtest, sei so nett und applaudiere mit einem Like. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, abonniere den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu klicken. Und bis zum nächsten Mal. Spaß mit Sammel Pickup und wir sehen uns auf dem Podium. Bye bye. Besuche romrom.net, um mit anderen Fahrern und Fans in Verbindung zu kommen.